zum heutigen Hair Tutorial hier auf meinem Channel Dani Whalen. An alle, die neu hier sind, willkommen! Hier dreht sich alles um Vintage Beauty, Lifestyle, Fashion, Haare, alles was mit Vintage zu tun hat. Und ich zeige euch heute, wie ich diese Pageboy Frisur hier mache mit einem Lockenstab. Viel Spaß dabei! Wir brauchen für dieses Styling, um unsere Haare erstmal zu schützen, einen Hitzeschutz. Der hier wäre von Big Sexy Hair. Einen Kamm oder eine Haarbürste, in dem Fall ist es ein Tangle Teaser. Eine Bürste, die hier wäre von Spornet. Einen Tupierkamm. Ein trockenes Haarspray, wie das Get Layered Haarspray von Big Sexy Hair hier. Und ein Haarspray mit ordentlich Halt fürs Finish, wie das Play and Spray Harder von Big Sexy Hair. Einen Lockenstab, der hier wäre von Babyliss. Und einen Föhn. Außerdem brauchen wir ein paar kleine Haarklammern, um die Haare fürs Auskühlen zu fixieren. Und ein paar große Haarklammern, ebenfalls zum Fixieren fürs Finish. Wir starten damit, den Hitzeschutz großzügig auf unsere Haare aufzutragen und dann ordentlich durchzubürsten, um das Ganze gut zu verteilen. Dann teilen wir unsere Haare ab. Ich mache das immer in 3 Parts. Einmal von der linken Seite meines Kopfes, von der rechten Seite. Da ist dann auch der Pony bei mir dabei. Das kommt natürlich darauf an, wo habt ihr euren Scheitel und wo ist bei euch die Ponypartie. Und der Teil meines Hinterkopfes. Ich beginne am liebsten dann von oben nach unten in der hinteren Haarpartie. Teile das ab, bürste es nochmal gut durch und fange dann an, mit dem Lockenstab die Haare einzudrehen. Das macht ihr dann einfach mit der kompletten Haarpartie, die wir uns hier abgeteilt haben. Ihr könnt es auch, wie ich, hier einmal in der Mitte abteilen, damit es etwas leichter ist, damit es auch nicht zu viele Haare sind. Und vergesst nicht, die Locken, die ihr macht, mit einer der kleinen Haarklammern festzustecken, damit das Ganze schön auskühlen kann und eure Locken länger halten. Wenn wir die Rückseite fertig haben, machen wir das genau selbe an den anderen beiden Seiten, also quasi rechts und links. Ihr seht hier genau, wie ich es einrolle. Wichtig ist hier, wenn ihr die beiden vorderen Partien macht, also rechts und links, dass ihr den Lockenstab genau so benutzt, wie ich ihn gerade gehalten habe, also quasi von vorne nach hinten geführt. Und auch hier wieder die Haare festpinnen. Viele sind sich ja immer unsicher, wie lange kann ich denn den Lockenstab in meinen Haaren lassen, wenn ich die Locken mache. Ich persönlich fasse immer wieder die Haare an, die um den Lockenstab gewickelt sind. Und wenn sie so heiß sind, dass ich nicht mehr 3 Sekunden dran halten kann, tue ich es weg. Ich benutze aber auch immer, wenn ich Hitze benutze für meine Haare, einen Hitzeschutz, und das möchte ich euch bitte allen raten. Kauft euch einen ordentlichen Hitzeschutz, spart da kein Geld, es geht hier ja um die Gesundheit eurer Haare. Auch hier seht ihr wieder, dass der Lockenstab von vorne nach hinten geführt ist. Und darauf solltet ihr für dieses Styling auch wirklich achten. Ich hatte mal einen wahnsinnigen Lazy Day und habe es genau andersrum gemacht und keine Chance, die Frisur zu bekommen am Ende, die ich wollte. Die Haare sind dann einfach anders, einfach falsch. Wenn alles gelockt ist, nehmen wir das
trockene Haarspray, in diesem Fall wie gesagt das Get Layered Haarspray von Big Sexy Hair und sprühen das einmal großzügig über unsere Haare und lassen die dann ordentlich auskühlen. Ich lasse sie meistens einfach so 40 Minuten, teilweise eine Stunde auskühlen, je nachdem wie lange sie brauchen, bis sie wirklich kalt sind. Mache währenddessen irgendwas anderes, schmink mich auch teilweise dann währenddessen in Seelenruhe. Wenn sie ausgekühlt sind, nehmen wir alle Haarklammern wieder raus und tupieren jede Strähne ein wenig an. Wenn wir das überall gemacht haben, geht nochmal mit dem Get Layered Haarspray über alles drüber. Dann widme ich mich nochmal kurz der Ponypartie, um dort nochmal etwas mehr zu tupieren. Denn die braucht natürlich nochmal etwas mehr Halt und mehr Volumen, um ordentlich auszusehen. Wieder mit etwas trockenem Haarspray fixieren. Und dann geht's ans Ausbürsten. Hier muss ich dazu sagen, kein Wet Set, kein Set mit einem Lockenstab oder mit was auch immer, sieht immer gleich aus. Die Haare werden immer sich etwas anders formen. So ist das beim Ausbürsten. Im Endeffekt arrangiert man die Form, die die Haare jetzt haben, nur noch so hin, dass es einem gefällt. Es wird nie zu 100% genauso aussehen wie die Male davor, wo man die Frisur gemacht hat. Man kann sie schon 30.000 Mal gemacht haben, es wird jedes Mal ein Unterschied da sein. Das heißt, einfach bürsten und auch immer wieder mal tupieren, wie hier, bis ihr die Form der Haare habt, die ihr haben wollt. Beziehungsweise bürstet ihr einfach, um die Form, die die Haare durch das Locken bekommen haben, ordentlich herauszuarbeiten. Ich mache das meistens in der Reihenfolge, dass ich erst von oben nach unten durchbürste ordentlich, bis die Haare sich einigermaßen schön geformt haben und beginne dann mit der eigentlichen Pageboy-Form wie hier. Das heißt, ich bürste um die Bürste und um meinen Daumen herum, damit sich die Locke schön nach innen legt. Immer wieder dann auch mit diesen großen Klammern fixieren, damit die Haare so bleiben, wie ihr sie haben wollt und ihr euch anderen Stellen widmen könnt. Und wenn ihr happy seid damit, wie ihr eure Haare ausgebürstet habt und alles ordentlich legt, so wie es euch gefällt, dann fangen wir im Endeffekt an mit dem super Halt Haarspray, wie eben den Play and Spray Harder, und gehen damit über die Haare drüber. Ich streiche dann gerne auch nochmal alles glatt, eben mit dem Ende der Spornet-Bürste, und dann föhnen wir über das Haarspray drüber, um dem Ganzen nochmal extra Halt zu verleihen. Das Ganze kann unterschiedlich lange dauern, es kommt ganz drauf an, wie kooperativ eure Haare sozusagen sind. Aber wenn ihr happy seid, alles glatt geföhnt habt, dann habt ihr euren wunderschönen Pageboy. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar in die Kommentare, wenn euch danach ist. Und für alle, die zum ersten Mal hier eingeschaltet hatten auf meinem Channel, ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.